Auf jeder Reise gibt es Höhen und Tiefen. Und diese Woche erleben wir einige davon. Während wir zurück zur kalifornischen Küste fahren, kommen wir endlich mal wieder zum Surfen. Obwohl das nicht für alle ein Erfolg ist. Es gibt gute Tage und es gibt solche Tage, so richtig beschissene Tage. Auch sonst läuft einiges nicht nach Plan. Wir mussten nämlich unsere Standardlinse in die Reparatur bringen. Ja, leider ist die kaputt gegangen. Doch gleichzeitig dürfen wir wieder wundervolle Momente erleben. Und wenn ihr keines unserer Abenteuer verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Hallo und schön, euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind in der Bay Area, genauer gesagt im Silicon Valley. Aber ja, es sieht eigentlich nicht wirklich danach aus. Wir haben uns eher für die natürliche Seite dieses Gebiets entschieden. Und heute ist ein besonderer Tag. Roberto hat Geburtstag. Ja, und ich bin ein Jahr jünger geworden. Dieses Jahr ändere ich das mal. Schön wär's. Schön wär's, ja. Aber ja, ich habe heute Morgen schon fleißig Geschenke von Jessie bekommen. Sie hat mir Socken und eine Mütze geschenkt und ich denke mir so, bei dem Wetter Socken und Mützen, naja, mal schauen, wenn ich die irgendwann mal wieder brauchen werde. Aber sie sind richtig flauschig, also von dem her, danke vielmals. Aber für mich das größte Geschenk ist natürlich Jessie selbst. Oh, das sagst du jetzt nur so. Nee, das ist so. Und ich habe ganz viele Geburtstagsglückwünsche schon bereits bekommen, also danke vielmals allen euch ja, für die Glückwünsche. Und ja, wir genießen hier ein wenig die Zeit, spazieren ein wenig und ja, lassen uns von der Sonne aufwärmen. Gerade genießen wir richtig, wie ruhig es hier ist, aber ja, das war die letzten Tage ganz schön anders. Also wir hatten ziemlich viel Hektik, ziemlich viel los, dazu vielleicht später gleich mehr. Aber eine Sache, ja, wird euch vielleicht auch während des Videos auffallen. Wir mussten nämlich unsere Standardlinse in die Reparatur bringen. Ja, leider ist sie kaputt gegangen, beziehungsweise sie hat während der Aufnahme einfach, die ist einfach gesprungen. Und wir dachten, okay, wenn wir hier in der Nähe von San Francisco sind, können wir das hier am besten machen, bevor es für uns dann wieder nach Mexiko weitergeht. Ja, das Problem ist, es wurde uns gesagt, es geht 7 Tage. Mittlerweile haben wir die Meldung bekommen, dass es 2 bis 3 Wochen gehen wird. Und ja, wir hatten zwar mal geliebäugelt, eine neue Linse zu kaufen. Ja, jetzt haben wir sie gekauft. Ja, war nicht ganz günstig, aber damit können wir wenigstens ein bisschen überbrücken. Uns würde aber interessieren jetzt, inwiefern das jetzt die Qualität oder halt einfach allgemein unsere Videos beeinflusst. Darum freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht am Ende des Videos reinschreibt, ob ihr einen Unterschied festgestellt habt oder ob ihr findet, dass wir das ganz gut überbrücken konnten, weil eigentlich haben wir jetzt nur einen Weitwinkel und ein Tele. Genau. Alles dazwischen das haben fehlt. wir nicht. Also ja. Das fehlt einfach, aber ja, wir versuchen so gut wie möglich zu überbrücken. Ach ja, und wenigstens war die Linse noch in der Garantie. Also ja. Hoffentlich zahlen wir dafür nichts für die Reparatur. Diese Morgenspaziergänge, das tut einfach jedes Mal so gut. Wir müssten das wirklich einfach in die Morgenroutine aufnehmen. Aber apropos Morgenroutine, wie ihr wisst, gehört dazu für mich immer jeden Morgen auch mein AG1 dazu. Ich trinke AG1 seit längerem, aber gerade für die, die neu in das Thema reinkommen, ist es manchmal schwer greifbar, was man wirklich erwarten kann. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mehr erzählen.
Nach dem Prinzip der Foundational Nutrition helfen die hochwertigen Inhaltsstoffe von AG1 nämlich, den Nährstoffhaushalt zu ergänzen, und je besser man diese Routine auch beibehält, desto effektiver ist es. Bereits im ersten Monat unterstützt AG1 den Energiestoffwechsel und den mentalen Fokus. Im zweiten Monat kann man bereits einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel und den Zellschutz feststellen. Das beinhaltet auch die Muskelregeneration und die Stressresistenz der Zellen. Ab dem dritten Monat merkt man, dass AG1 auch das Immunsystem, den Hormonhaushalt und die allgemeine geistige Fitness unterstützt. Dafür reicht eine ganz simple Routine. Einfach einen Löffel des grünen Pulvers mit etwas Flüssigkeit anmischen, im Shaker gut durchschütteln und das war's auch schon. Und mit den Travel Packs geht das auch ganz einfach von unterwegs. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Inhaltsstoffe findet ihr unten in der Infobox, und da findet ihr auch unseren Link zu AG1. Wenn ihr nämlich über diesen Link ein Abo abschließt, erhält ihr abgesehen vom Willkommenspaket auch noch gratis 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2-Tropfen mit dazu. Und gerade die Vitamintropfen sind praktisch, wenn der Sommer ja zu Ende geht und wir ein bisschen wenig Vitamin D haben. Und natürlich gibt es auch weiterhin eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, und das Abo ist jederzeit pausierbar oder kündbar. Gestärkt und voller Energie geht es für uns jetzt auch weiter, denn wir wollen noch ein Stück weiterfahren. Und ja, wenn ihr euch fragt, wieso seid ihr jetzt die ganze Zeit oder die ganze Strecke von Morro Bay bis nach San Francisco nicht die Küste entlang gefahren? Ja, einen ganz einfachen Grund. Die Strecke ist blockiert, beziehungsweise sie ist gesperrt, oder? Ja, also ein Abschnitt ist gesperrt, und wenn man den Rest fahren wollen würde, müsste man viele, viele Kilometer hin und zurück fahren. Das macht einfach keinen Sinn. Und wir haben es ja schon mal gesehen, also überspringen wir das. Schade, aber ist halt leider so. Die Handbremse müsste ich auch noch lösen. Ups. Puh. Ich dachte, Santa Cruz ist richtig warm. Scheint die Sonne immer. Aber es sieht überhaupt nicht so aus. Also es ist richtig frisch geworden. Ja, ich glaube, ich muss mir die Mütze anziehen, die Jessie mir geschenkt hat. Ja, und lange Hosen braucht es, glaube ich, auch. Auf jeden Fall. Also wir ziehen uns jetzt kurz um und ja, dann schauen wir mal, was wir hier alles entdecken können. Es tut einfach gut, wieder am Meer zu sein. Seit dem letzten Vlog Obwohl ist nämlich... es so kalt ist? Ja, es ist sehr kalt und grau und windig. Also ich hoffe, der Ton ist auch okay. Aber ja, seit dem letzten Vlog ist einiges an Zeit vergangen. Und ich war für ein paar Tage auch in Prag aus familiären Gründen. War richtig schön, die Familie auch wieder zu sehen. Also es hat richtig gut getan. Roberto war halt in der Zwischenzeit alleine hier, hat auf Jimmy aufgepasst. Deshalb bin ich auch froh, dass Jessie wieder zurück ist. Ach was. Ja, ganz alleine. Hier im großen USA. USA? Ja. Ach was. Ich glaube, es hat dir auch gut getan, mal ein bisschen Zeit für dich zu haben. Ein bisschen schon, ja. Ja, das glaube ich. Aber wir haben ja auch gesagt, wenn ich schon dahin fliege, dann müssen wir es auch verbinden und ein paar Dinge erledigen. Also ich habe ein paar Teile für einen Van gekauft. Allgemein einfach Sachen gemacht, die man halt eben nur in Europa kriegt. Wir haben auch ein paar Sachen zurückgebracht, also was wir halt im Van hatten, was nicht nötig war. Und wir haben ein paar Projekte vorbereitet, da sind wir schon richtig gespannt, wie das rauskommt. Diejenigen, die uns auf Insta folgen, die wissen ja schon von einem davon. Wir haben noch nicht alles verraten, aber ja, wir freuen uns. Wir hoffen, ihr seid auch gespannt und ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ich finde das richtig cool, den Surfern zuzuschauen, wie die da die Wellen reiten, direkt an der Klippe. Also die müssten ja, schon ziemlich gutes Vertrauen in sich selbst haben, denn ja, es kann ziemlich übel enden. Ah, der Otter! Das erinnert mich gleich an Morro Bay. Da waren ja so viele. Und auch wie heißen die? Die Seelöwen, die Seelöwen hier. Ja. Gleich hinter den Surfern. Ja. Das ist ja voll. So cool. Ja, es sind so viele Tiere im Wasser. Das ist Wahnsinn. Obwohl die Krabben bei den Ottern, die tun mir schon ein bisschen leid. Ja. Also, die waren auch schwarz. Komisch. Ja, die sind so dunkel hier, ne? Ja. Sieh dir die Wellen an. Nicht die Todeswellen. Nein. Richtig gemütliche Wellen. Die sehen richtig gemütlich aus. Ich glaube, die könnten auch was für uns sein. Ja, werden wir es morgen versuchen. Ja. Für das sind wir hierher gekommen. Genau. Santa Cruz ist für das bekannt. Genau, fürs Surfen. Ja. Das müssten wir schon nutzen. Mhm. Ja, aber heute Abend nicht mehr. Nee. Nee, also Viel zu kalt. zu kalt, ich habe Hunger. Ja. Ja, ich würde eher sagen, wir gehen langsam zurück zum Van Ja, das machen wir. und essen was. Genau. Morgen. Morgen. Es ist ein grauer Tag, wo man echt keine Lust hat, aus dem Bett zu gehen. Ja, wobei hier ist es immer morgens richtig grau Ja, und dann tut es irgendwann mal vielleicht auf und dann wieder zu. Also das Wetter ist hier ziemlich unbeständig. das ist einfach so, hier an der Küste ist das wohl so. Aber was es hier eben auch gibt, sind ja die Surfstrände. Und da ich ja so lange weg vom Wasser war, muss ich einfach rein. Weiß nicht, kommst du auch mit ins Wasser? Ich glaube schon, ja. Gut. Ja. Weil, ja, machen wir jetzt Kaffee und dann einfach in die Neos rein und ich glaube, es ist nur am Anfang kalt, oder? Ich hoffe es. Das wird schon gehen. Es muss. Ja. Nee, ich freue mich. Braucht nur ein bisschen Überwindung. Während Jessie sich noch fertig umzieht, hole ich die Boards runter. Dann kann sie gleich ins Wasser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich ins Wasser will oder nicht. Mal schauen. Ist mir irgendwie zu kalt heute. Ja, die Wellen sehen aber schon ziemlich geil aus. Ich glaube, ich springe danach doch noch ins Wasser. Mal schauen. Na, wie sieht's aus? Voll. Viele Leute, aber die Wellen sehen gut aus. Ja, also es ist ja auch ein bekannter Spot, gerade so für unser Level. Und ja, das Praktische ist halt, dass es so in Sets kommt und dazwischen passiert länger nichts. Ist besonders gut zum Rauspaddeln. Und es ist so voll geordnet, also Ja. das wird schon gut. Und die Seehunde hört man. Ja, die hört man von drüben vom Pier. Voll witzig. Die ermutigen einen zum Surfen. Los? Los.
paddelt jetzt mal fleißig raus. Ich laufe wieder hoch. Und ja, ich glaube, ich ziehe mich jetzt mal um. Und ich schaue noch ein bisschen zu, wie Jessie surft, damit die auch ein paar Aufnahmen haben. In dem letzten Video oder vor ein paar Videos hat jemand gesagt, ja, wieso habt ihr nicht aufgenommen, als ihr gemeinsam im Wasser wart? Ja, wir haben leider keine Filmcrew dabei, die uns aufnimmt. Noch nicht. Und ja, ganz schön anstrengend. Ich würde sagen, Jessie schlägt sich richtig gut hier im Wasser mit all den Surfern. Was meint ihr? Schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Ich habe jetzt auch richtig Bock bekommen. Haben wir schon mal erwähnt, dass Neos anziehen ziemlich anstrengend ist? Ist es. Zumindest für uns oder für mich. Aber die geben auch richtig warm. Das hat gut getan. Endlich wieder im Wasser. Aber obwohl ich doch meine Kondition besser erhalten konnte als gedacht, bin ich doch ganz schön müde. Ich habe ganz schön schwere Arme. Die Kamera ist gerade richtig schwer. Roberto ist noch im Wasser. Leider waren die Wellen zuletzt jetzt nicht mehr so gut. Also ja, ich hoffe, es hat trotzdem irgendwas dabei, auch für Roberto, dass er da ein bisschen Spaß haben kann. Mal sehen, wie das bei ihm so läuft. Es gibt gute Tage und es gibt solche Tage, so richtig beschissene Tage. Aber ja, naja, die Bedingungen waren nicht mehr gut. Ja, ich hab's schon gesagt, dass gegen Schluss die Wellen einfach nicht mehr so... Ja, naja, Paddeltraining, auch gut. Hält auch einen fit, ja. Kalt, das ist es. Ist auch ganz blaue Lippen. Also vielleicht hört man auch meine Zähne klappern. Ich bin richtig am Zittern. Und die Aufnahme ist wahrscheinlich auch zittrig. Frühstück, uns aufwärmen und dann mal schauen. Ausgeruht und ja, zumindest ein bisschen gestärkt. Ja, doch. Frühstück hat schon gut getan. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das Wetter ist leider immer noch nicht besser geworden. Irgendwie ist es verhext hier. Ja, es ist einfach so grau. Man denkt immer, tagsüber wird es dann schöner, aber ja, wir lassen uns ja davon bekanntlich nicht abbringen. Und wir wollen uns unbedingt die Seehunde am Pier ansehen. Man hört die ja die ganze Zeit, also will ich die auch mal sehen. Also ich hoffe, man sieht die. Ich hoffe es auch. Ja, wir sehen es uns jetzt auf jeden Fall an. Wir laufen jetzt mal dahin.
Klassiker. Da sagt man, dass es grau in grau ist, beschwert sich übers Wetter und dann kommt die Sonne raus. Aber umso besser. Ich muss nur kurz den Pulli ausziehen, aber ja, ist doch perfekt. Der Santa Cruz Wharf ist übrigens das längste Pier der Westküste der USA. Sind, wie viel waren es? 836 Meter, glaube ich? Ja. Ja, also es ist schon ganz schön lang. Ich meine, es ist fast ein Kilometer. Aber ja, müssen ja auch was für die Beine tun, oder? Genau, nicht nur für die Arme. Genau. Und bekannt ist es hier vor allem für Restaurants, Nightlife und naja, das, weshalb wir kommen, die Seehunde und Seelöwen. Genau. Und da hinten? Da hinten, wo? Ist der Lunapark. Da hinten ist der Lunapark. Ja. Sollen wir auch ein paar Achterbahnen fahren vielleicht? Ja, nee, Ich glaube nicht. nicht für uns. Nee. Wir schauen lieber Tiere an. Genau. Da sind sie schon! Man hört sie und man sieht sie. Boah. Ah, der eine will da hochspringen. Ah, wie cool. Das ist so witzig, die zu beobachten, wie die streiten und versuchen auf diesen Pfosten oder auf diesen, weiß ich, auf diesen Holzbrettern zu balancieren und sich zu bewegen. So witzig. Er ist einfach zu dick. Kommt nicht hoch. So gemein. Ist hochgesprungen. Ja, einfach so. Ich finde die Tiere richtig cool. Also ja, denen so nahe zu sein, ist schon sehr speziell. Und hier hat man ja überall diese Gucklöcher, wo man wirklich nach unten sieht. Und man sieht die da, wie sie hochspringen, wie flink die auch im Wasser sind. Unglaublich. Also ich bin richtig froh, dass wir hier zum Pier gekommen sind. Man würde ja vermuten, dass wir nach dem Santa Cruz Wharf nach Santa Cruz Downtown gehen, aber nein, wir sind letztens durch Capitola durchgefahren und das hat uns so gefallen, so auf den kurzen ersten Blick, den wir hatten, dass wir uns entschieden haben, hier in den Ortskern zu schauen und bis jetzt ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dine. Oh, 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 serves this up her mind to count your blessings. Man würde ja meinen, dass die Häuser hier aus Beton sind, aber alles nur Pappe. Unglaublich. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dine. Oh, 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 serves this up her mind to count your blessings. 'Cause it's telling fair, put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Capitola ist wirklich ein süßes Städtchen, besonders mit den bunten Häusern und ja, ist echt wirklich ganz nett.
aber auch ziemlich überschaubar. Und wir sind ziemlich fertig. Also ich zumindest. Ja. Nee, schon wir beide. Ja. Es war ein doch recht langer Tag irgendwie. Ja, Surfen schlaucht halt doch. Auch wenn es nicht gut läuft. Ja, auch so. Ja, also auch wenn jetzt die Tage nicht alles nach Plan lief, gab es ein paar Dinge, die dafür umso schöner waren, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und schreibt doch unten in die Kommentare rein, ja, wie euch das neue Objektiv gefallen hat, also wie es vom Bildausschnitt und ja, wie es allgemein rübergekommen ist. Würde uns wirklich wundernehmen. Ja, oder? und ob euch das andere Objektiv eben gefehlt hat. Also Genau. ich glaube, ja, war schon ein bisschen anders für uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es das für diese Woche. Für uns geht es jetzt weiter. Wo es hingeht, seht ihr nächste Woche. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gerne den Kanal, um uns zu unterstützen. Und dann Und- sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. See ya! Ich kann auch Seelöwisch. Oh nein, das ist wirklich nicht so geil.